Natürlich gibt es auch in einer 20-jährigen Karriere oder fast 30-jährigen Karriere hast du Momente, wo du dich abgefuckt fühlst, wo du denkst, alter Scheiße, so jetzt habe ich wieder Hackmack und wieder dies und in verschiedensten Arten oder mich hat wieder jemand verarscht. Und dann ist es natürlich, so ein Vorbild zu haben und so eine Geschichte, auf die du zurückblicken kannst, selbst wenn es nicht nur meine Geschichte ist, sondern die Geschichte meines Vaters, ist es etwas, wo ich etwas rausziehen kann. Die meisten Leute, die mir heutzutage was vorrappen oder Rapper werden wollen, sind doch eigentlich die, wo denken, dass sie nach oben müssen. Aber die sind nicht bereit dafür, sich nach oben zu kämpfen, zu hustlen. Die sind da, wenn der Tisch gedeckt ist. Aber was ist, wenn er nicht gedeckt ist? Mein erster Gast lässt sich mit dem Sprichwort harte Schale, weicher Kern ganz gut beschreiben. Als Rapper hat er einen der legendärsten Major-Deals der Deutschrap-Geschichte unterschrieben. Als Schauspieler hat er gezeigt, dass auch deutsche Produktionen authentisch und erfolgreich sein können. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist im Basement Café. Herzlich willkommen, Massiv. Mit dem Begriff Legende soll man ja sparsam umgehen. Bei meinem zweiten Gast trifft dieser Begriff aber definitiv zu. Mit Das Urteil hat er vielleicht einen der krassesten Diss-Tracks der Deutschrap-Geschichte geschrieben. Aber er ist definitiv mehr als nur ein Battle-Rapper. Ihr wisst, wer es ist. King Kool Savas. Herzlich willkommen im Basement Café. Freut mich sehr, dass ihr beide da seid. Geht's euch gut? Auf jeden Fall. Ja, noch gesund. Habt ihr ungefähr eine Ahnung, was auf euch zukommt? Nee. Reden, ne? Talken. Reden, genau. Also wir schauen uns gleich ein paar Filme an, das strukturiert das Gespräch so ein bisschen. Und anhand der Szenen, die wir gucken, unterhalten wir uns dann ein bisschen. Ganz entspannt, ganz locker. Cool. Guckt ihr viele Filme? Ja, also ich glaube, kommt mit dem Alter, ne? Umso mehr man zu Hause chillt, umso mehr glotzt man, ne? Aber jetzt mittlerweile ist ja eher von Filmen weggegangen, eher auf Serien alles, ne? Was guckst du? Boah, Digga, was gucke ich nicht? Ich gebe jeder Sache eine Chance, so, ne? Es gibt halt wenig Sachen, ich glaube, so Vampirsachen gucke ich nicht so, ne? Aber so tendenziell glotze ich alles Mögliche, so von angefangen damals Entourage über, keine Ahnung, ne? Standardmäßig Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones, die ganzen Klassiker und dann halt auch so kleinere, unbekannte Sachen. Wie ist bei dir? Angefangen mit Serien, zum Beispiel Breaking Bad. Ich war ganz später Serienstarter. Breaking Bad hat mich so ein bisschen in die Serienwelt reinschnuppern lassen und danach gab es dann kein Wegkommen mehr. Nach Breaking Bad dann direkt Sons of Anarchy oder wie der ganze Kram heißt. Und dann war ich drin. House of Cards. Also ich liebe halt Sachen, wo mich fesseln und nicht Sachen, wo ich dann sage, ah, okay, das könnte noch mal so zum Beispiel jetzt, wie heißt diese Knastserie? Ich hol dich da raus, dieser Kram, ja? Prison Break. Erste Staffel war zum Beispiel gut und zweite Staffel fühlte ich mich verarscht. So. Wieso? Ja, weil das dann für kleine Kinder war, der Kram. So. Okay. Ich brauche schon etwas so mit Anspruch, wo man dann nicht weiß, was jetzt passiert. So. Nicht immer, oh, okay, der flieht jetzt so und so wieder. Und Filme natürlich, momentan ist echt schwer, etwas Gutes zu finden. Deswegen gucke ich immer wieder alte Streifen, als ob sie neu sind und gebe mich damit zufrieden. So. Hast du dir eigentlich V-Block selber mal komplett angeguckt, oder? Ja, natürlich. Du guckst ja, was du da abgeliefert hast. Ja, aber am Ende, als dann alles fertig war, hast du dich zu Hause auf die Couch gesetzt und V-Blocks angemacht? Ehrlich gesagt wollte ich das über die Weihnachtsfeiertage machen, so. Aber dann ist dazwischen gekommen, dass ich meiner Tochter ihr Zimmer streichen musste. Und dann ist es flach gefallen. Also Family first. Ja, genau. Bevor wir zur ersten Szene kommen, mir war das nicht so bewusst, einigen vielleicht schon. Ihr seid ja auch hinter den Kulissen relativ gut miteinander, ne? Relativ eng. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wisst ihr das noch? Auf jeden Fall nicht in dieser Hütte da. Nee, da nicht. Was für eine Hütte? Nee. Wann haben wir uns überhaupt kennengelernt? Ich weiß es nicht mehr. Sehr spät. Ich muss sagen, so Savas war für mich, wenn ich so aus Pirmasens nach Berlin komme und so, schon immer so eine große Persönlichkeit. Einer, der immer seinen Weg geht, sich treu geblieben ist, und da habe ich dann immer hingeschaut. Also nicht nur musikalisch, sondern auch so. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, bei unserem ersten Treffen in einer Shisha-Lounge, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen,
wo wir uns so persönlich, so face-to-face, mit Smalltalk, alles drum und dran kennengelernt haben. So. Direkt, also ich habe ihn ins Herz geschlossen und seitdem bewundere ich ihn halt noch mehr, weil ich halt weiß, dass er menschlich genau on point ist, wie seine Musik, wie eine gerade Linie. Aber das war, nachdem du quasi schon in der Szene warst, nachdem du dich schon etabliert hattest? Ja, schon. Also, und wir haben auch lange gechillt, bevor wir überhaupt Musik gemacht haben. Ne? Ah, okay. Also kanntest du ihn vor diesen ganzen Spiegel-TV-Geschichten, vor diesen ganzen Deal-Nummern, also wo er quasi seinen Deal unterschrieben hat? Nee, dann nicht. Aber ich meinte, bevor wir zusammen Musik gemacht haben. So, ne? Und am Anfang war er ja sehr kontrovers so, ne? Und keiner wusste, wer das ist so, und man kannte seine Historie nicht, und das ist einfach so, also was hast du gedacht damals? Wie bitte? Was hast du gedacht damals, als er nach Berlin gekommen ist? Ich dachte, so krass, so Deutschland hat jetzt auch so einen 50 Cent, so kam es rüber so, ne? Und aber er ist wirklich so ein Mensch, wenn du ihn kennenlernst, eigentlich jeder schließt ihn sofort ins Herz, Alter, ist echt so. Und wir haben halt echt lange schon geschrieben und telefoniert, bevor er überhaupt mal diesen Move gemacht hat. Ja, und er ist auch so super nett und vorsichtig. Ja, Bruder, ich mache ein Album, ich sitze gerade dran und so, und kannst dir vorstellen. Ich sag, Dicker, mach doch keinen Film, lass direkt treffen, lass Musik machen, so, ne? Und haben einfach dann den ersten Song zusammen gemacht. Und dazu muss ich was sagen, das schätze ich bis heute. Weil, wenn du das aus den Augen eines Kindes siehst, das heranwächst mit Musik und immer Savage hört und dann irgendwann mit Savage Musik macht, muss es auf jeden Fall realisieren, dass es nicht Standard ist oder einfach nur um die Ecke geträumt und irgendwann klappt es, sondern man muss es wirklich schätzen, dass so eine Persönlichkeit mit dir Musik macht, weil du ja damit aufgewachsen bist. Und es hat dich ja teilweise bewegt in deiner Kindheit. Und deswegen ist es für mich danach, mit Gänsehautfeeling von Tempelhof zurückzufahren, mit seiner Stimme auf meiner CD, das ist mit einer der größten Momente in meiner musikalischen Karriere gewesen und immer noch, weil ich das schätze. Also finde ich, man muss sowas schätzen. Nee, wie gesagt, er ist ein sehr offener Mensch und ein emotionaler Mensch, und ja, es ist aber halt, bei ihm ist der große Unterschied, es ist halt nicht nur Gelaber, sondern die Sachen, die er sagt, die meint er auch wirklich so. Ne? Damals, als wir im Studio waren, erinnere ich mich, in Tempelhof gerade, da hat er auch gesagt, ey Bruder, das werde ich nie vergessen so, und wann immer du mich brauchst, bin ich am Start. Und es ist wirklich so, dass egal, wenn ich was poste, was mit meiner Mucke zu tun hat, er ist wirklich der Erste, der das repostet. Wenn ich irgendwas frage oder so, ne, er hat immer ein offenes Ohr, er ist immer am Start. Und es gibt eine Situation, die kann ich jetzt nicht zu detailliert erzählen, aber nur damit man weiß, was er für ein Charakter ist, wenn wir uns schon gegenseitig Komplimente machen. Es gab so eine Situation, da hat so eine Partei irgendwann mal angefangen, so ein bisschen, die wollten ein bisschen stänkern und haben so irgendwas gepostet und gesagt. Und ich war noch so am Überlegen, ob ich was dazu sage oder nicht. Und er hat mir von selbst geschrieben, so eine Stunde später oder so, und meinte, Bruder, tu mir einen Gefallen, reagier da gar nicht drauf. Das wollen die nur, weil die wollen ein Fass aufmachen und so weiter und so fort. Und das fand ich so krass, so, weißt du, das war so richtig so ein herzlicher Move. So. Er hat sich einfach über mich Gedanken gemacht, obwohl er es gar nicht müsste. So, ne? Und es war nicht dieses so, komm, ich kläre das für dich, sondern es war wirklich ernst gemeint, Bruder, reagier da gar nicht drauf. Ich bin am Start und so, wenn irgendwas ist, alles gut. Und, aber so auf ehrlich, so, weißt du, er ist wirklich ein Herzensmensch. Wenn ich nicht ehrlich wäre, würde ich sagen, reagier drauf und ich bin am Start. Aber ich sage zu ihm, reagier nicht drauf, ich bin am Start. Das bedeutet, er liegt mir als Bruder am Herzen. Alles klar. Dann sollten wir... So viel zu unserer Kennenlernphase. Ja, Mann. Bester Mann. Wollt ihr mal im Kino zusammen? Sonst holen wir das jetzt nach. Nee, noch Kinopremiere, nicht. Wir kommen zur ersten Szene. Kinodate. Danke, Süße. Sie können jetzt reingehen. Sie dürfen sich setzen. Also, wissen Sie, was wir tun in dieser Einheit? Sir, ja, Sir, ich habe eine Ahnung. Wow. Einigen wir uns auf gar keine Ahnung, okay? Keine Ahnung. Nichts, nicht mal eine Ahnung von Ahnung. Wenn Sie eine Ahnung hätten, wären wir nicht gut in dem, was wir tun, oder? Wir wären Arschlöcher. Halten Sie uns für Arschlöcher? Staff Sergeant Dignam hat so seine eigene Art. Ich fürchte, wir müssen uns alle dran gewöhnen. Also, Sie haben familiäre Beziehungen im Süden, richtig? Durch Ihren Vater? Erzählen Sie von Ihrem Onkel Jackie. Er war Teppichverleger in einem Einrichtungshaus. Onkel Jackie war ein kleiner Buchmacher und Barkeeper bei den Veteranen in Somerville. 95 hat Nicastro ihn gekillt. Seine Leiche lag am Flughafen. Ja, richtig. Ich war auf der Beerdigung. Oh, gut. Geschlossener Sarg? Ja, korrekt.
Und? Wusste das irgendwer in Deerfield? Dass Sie einen Onkel hatten, der so abgetreten ist? Haben Sie deswegen einen Lehrer verprügelt und sind rausgeflogen? Eine Frage. Wie abgefuckt sind Sie? Du meinst gerade schon ein geiler Film. Ja. Was gefällt dir an dem Film? So ein bisschen Mafia-Einflüsse, so ein bisschen Background, irische Mafia. Aber trotzdem auch noch diese Background-Geschichten von Polizisten, wie die eigentlich auch trotzdem korrupt sind und eine Sache durchziehen, um an ihr Ziel zu kommen. Eigentlich von beiden Seiten, beide Seiten dreckig. Kennst du den? Ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen. Departed? Departed. Departed. Ich habe den, wahrscheinlich habe ich ihn gesehen, aber ich konnte mich nicht mal dran erinnern. So. Der Schluss ist brutal. Aufzug geht auf und man denkt sich, der ganze Film hat sich nur um das gedreht. Krass. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr euch das letzte Mal irgendwo für einen Job beworben habt? So richtig 0815, 9 to 5? Wie lange ist das her? Das interessiert mich jetzt. Hast du mal irgendwas gearbeitet in deinem Leben? Ich habe ja eine Tischlerausbildung angefangen. Und da habe ich mich beworben, glaube ich. Aber das war auch so eine gesponserte Aktion, vom Amt gesponsert. Ne? Okay. Und für Leute, die sonst keine Ausbildung mehr kriegen oder so. Und an das Bewerbungsgespräch erinnere ich mich nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass mein Meister im 2. Lehrjahr zu mir gesagt hat, guck mal, du willst doch Musik machen, mach doch lieber Musik so, ne? Aber das war nie böse gemeint. Ich habe mich danach, der ist auch noch zu den Konzerten gekommen und ich habe ihm immer wieder gesagt, du bist ein großer Teil davon, warum ich jetzt wirklich diesen Weg gegangen bin. Also insofern war das ganz okay. Wann hast du dich beworben oder hast du dich überhaupt mal beworben? Ich habe 5 Ausbildungen gemacht. Ach krass. Und keine zu aber Ende abgebrochen oder alle abgebrochen. Alle? Ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding, Alter. Erzähl mal, was hast du gemacht? Kunststoffformtechniker, Verfahrensmechaniker, Kfz-Mechaniker, Maler und Lackierer und Kaminofenbauer. Was war das Längste, was du geschafft hast? Kaminofenbauer, weil ich da hinten schlafen konnte. Der Typ war immer von 8 bis 11 Uhr Material holen und diese Zeit habe ich immer genutzt zum Schlafen. Und ja, ich habe dann auch gemerkt, das ist alles gar nichts für mich, ich muss woanders hin. So, und dann sind mir halt so Sachen eingefallen, wie ich aus mir eine Kreatur bastle und dann habe ich das eine Puzzleteil mit dem anderen gemacht und so und bin Musiker geworden. So. Gott sei Dank. Du hast gerade schon angesprochen, Autoritäten, Umgang mit Autoritäten, fällt dir das schwer? Also das nee, ich hab Respekt vor jedem so und wenn mir einer was sagt, dann mache ich das auch. Aber dann nehme ich auch gerne Abstand, dass er mir es nicht sagen kann. Also deswegen war es auch schwer, mich im Betrieb irgendwo zu finden. Wie ist es bei dir? Du hattest ja in dem Sinne dann eigentlich bis auf den bei der Ausbildung nie wirklich einen Chef, oder? Jetzt abgesehen von Labelseite. Ja, aber ich habe schon auch trotzdem, ich hab ja auch so Jobs gemacht und so. Also ich hatte mit Autorität nie so ein Problem, weil mein Vater ein sehr autoritärer Mann ist und ich ihn sehr, sehr respektiere und auch immer sehr respektiert. Damals noch ein bisschen zu viel, also sprich, ich habe das immer wieder mal erwähnt, mein Vater hat nie ein Nein von mir gehört. So, ne? Also ich habe wirklich, das, was er gesagt hat, war für mich einfach Gesetz. So, ne? Und das musste ich selber lernen, auch davon wegzukommen, so, ne? Weil ich habe das natürlich auf alle älteren Männer angewandt, so, ne? Und dachte so, ey, wenn mein Chef mir was sagt, so ist klar, so okay, ja, mache ich so, ne? Das ist ein kulturelles Ding ein bisschen auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und man musste sich so ein bisschen davon so emanzipieren und irgendwie, ja, ich musste mich da so ein bisschen verändern, Gott sei Dank. Jetzt ist es in einem gesunden Maße. Also wenn ein Älterer ist, sowieso genießt erstmal so einen Grundrespekt von mir, so, ne? Ein Jüngerer auch, jeder Mensch, aber natürlich ist das schon, wenn ich merke, da ist jemand, der weiß über etwas mehr Bescheid, dann höre ich eher zu, als dass ich ihm jetzt was erzähle. Aber das ist interessant, weil ich hatte das damals auch, selbst heute teilweise noch, also in der Schulzeit. Ich bin halt mit sehr vielen weißen deutschen Kids zur Schule gegangen, bei denen das zu Hause wohl dann nicht so war. Und ich habe mich dann immer gewundert, wie die teilweise mit dem Lehrer reden, weil ich eben ein bisschen ehrfürchtiger, wie du eben schon beschrieben hast. Kennt ihr das auch, dass ihr einfach in Schulzeiten schon, dass ihr da einfach ein bisschen ruhiger, stiller, zurückhaltender wart? Ja, bei mir vordergründig schon, aber hinterm Rücken der Lehrer bin ich schon auch ausgerastet. Aber man muss auch sagen, man passt sich ja auch immer dem Umfeld an. Ne? Ich war in Kreuzberg in der Schule, Hector-Petersen-Schule dann und es war schon, irgendwann war man, aber trotzdem, also ich habe jetzt nie übertrieben so, ne? Ich hätte jetzt niemals zu einem Lehrer Hurensohn gesagt oder irgendetwas so, sondern, aber ich habe schon auch viel Scheiße gebaut so und dann waren mir die Konsequenzen relativ egal. Aber warst du richtig frech als Schüler? Alter? Ich muss sagen, bis zur 6. Klasse war ich eigentlich ein sehr, sehr kleines, armes Kind so. Und dann bin ich irgendwie aus mir ausgebrochen so. Was passiert? Da habe ich irgendwie alles Also ich habe jetzt nicht so eine perfekte Kindheit gehabt so. Und da musste ich, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber danach
habe ich mich auf einmal frei gefühlt und habe mich so selbst gefunden, wusste dann, wie man sich wehrt und so. Und zu diesen Zeiten musstest du dich wehren, weil wenn nicht, dann wirst du ja voll gemobbt, als einziger Kanake in einer ganzen Kleinstadt so. Und deswegen bin ich dann immer lauter geworden und irgendwann wurde ich dann auch akzeptiert. So. Gab es da aber irgendeinen bestimmten Vorfall? Du jetzt meintest, 6. Klasse, hat sich irgendwas verändert bei dir? Ist irgendwas vorgefallen? Ich war 3,5 Jahre beim Hort, also nach der Schule, und da wurde ich komplett auseinandergenommen, misshandelt, Kotze gegessen, Kopf in Toilette gesteckt von einer Nonne im Kloster und so. Das war in so einem Kloster und das hat schon an mir genagt. So. Und das konntest du auch nicht deinen Eltern erzählen oder erklären. Also mein Vater ist dann mitgegangen, um sich das anzuhören, und hat dann neben der Nonne mir gleich nochmal eine Ohrfeige gegeben. Also, und das sind halt so Sachen, wo du dann viel einsteckst und dann später irgendwie aus dir rauskommst, wenn du dann keinen mehr brauchst für dich selbst. Aber wie kam dieser Moment, dass du aus dir rauskommst, dass du gesagt hast, ab jetzt lasse ich das nicht mehr mit mir machen? Alter? Durch eine Schlägerei am Pausenhof. Okay. Ja. Hat das irgendwas mit deinem, also war das Verhältnis zu deinen Eltern gut? Nee, super. Okay. Super. Mein Vater ganz streng, Ja. brutal streng. Immer voll der Arbeiter, kommt nach Hause, will seine Ruhe, Fernbedienung muss ready sein und alle ins Zimmer. Also du hast mir das auch jetzt nicht im Nachhinein irgendwie übel genommen, weil du eben gesagt hast, Nein, dass auf keinen Fall. Ja, heutzutage ist mein Vater ein ganz anderer Mensch. Okay. Der liebste Mensch der Welt. Fast Disney-Film. So. Und ja, und Mutter voll lieb. Aber wenn irgendwas war oder so, ist immer Papa mitgegangen so. Und der hat das halt nicht immer so verstanden. Der ist noch von alter Schule, die haben auch von Lehrer mit Stock auf Finger geschlagen bekommen, auf den Nacken und so. Und dann denkt er sich so, mein Sohn hat Probleme gemacht. Der versteht das ja nicht alles grammatisch. Damals so und so. Du hattest ja auch einen relativ politischen Vater. Hat das auf dich irgendwie abgefärbt? Würdest du sagen, dass du dadurch... Bestimmte Sachen schon. Ja? Also mein Vater ist ein Mensch mit ganz, ganz konkreten Werten und Vorstellungen. Und das hat schon auf mich... Was für Werte sind das? Menschliche, zwischenmenschliche Werte. Also mein Vater, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt, der hat mal zu mir gesagt, wenn du Zuhälter geworden wärst, Drogendealer oder Nazi, dann wärst du nicht mehr mein Sohn gewesen. So, ne? Das hat er ganz klar, oder meinte, hat es auf alle Geschwister angewendet, also auch auf meinen Bruder und meine Schwester. Und das ist halt, ich habe halt gesehen, wie mein Vater ist. So, ne? Das ist ein Mensch, der kann, wenn du bei ihm verkackst und wenn du etwas tust, wo er wirklich sagt, das widerstrebt meinen Prinzipien so stark, dann redet er einfach nie wieder mit dir. Ne? Er hat halt eiskalt, wir haben Familienmitglieder, mit der 20 Jahre nicht mit denen geredet, aber nicht, weil er beleidigt ist, sondern weil er sagt, die Person ist bei mir unten durch, die hat sich etwas geleistet, die hat ihr wahres Gesicht gezeigt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Insofern, ja, man könnte es, also meiner Meinung nach ist es nicht starrsinnig, weil es ist ja immer an etwas gebunden so, ne? Es ist nicht sein persönlicher Stolz, sondern es geht ihm darum, dass er sagt, es gibt Dinge, die gehen und es gibt Dinge, die gehen nicht so, ne? Aber das ist auch der Grund, warum er 5, 6 Jahre im Gefängnis sein konnte und keinen von seinen Genossen verraten hat, so, weißt du? Und das ist etwas, worauf ich bis heute immer noch stolz bin und wo ich auch immer noch Kraft raushole, so, weißt du? Natürlich gibt es auch in einer 20-jährigen Karriere oder fast 30-jährigen Karriere hast du Momente, wo du dich abgefuckt fühlst, wo du denkst, Alter, Scheiße, so, weißt, jetzt habe ich wieder Hackmack und wieder dies und in verschiedensten Arten oder mich hat wieder jemand verarscht. Und dann ist es natürlich, so ein Vorbild zu haben und so eine Geschichte, auf die du zurückblicken kannst, selbst wenn es nicht nur meine Geschichte ist, sondern die Geschichte meines Vaters, ist es etwas, wo ich etwas rausziehen kann, so, weißt du, und daher ist das für mich total positiv. Wo ist denn bei dir der Punkt, wo du sagst, Cut, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben? Also ich bin da entspannter als mein Vater. Ich bin schon so, wenn ich das Gefühl habe, jemand entschuldigt sich aufrichtig, so, weißt du, oder jemand sieht, dass er da wirklich einen Fehler gemacht hat, das ist nicht ein berechnender Move, dann ist das für mich schon, ich kann theoretisch alles vergeben, so, ne? Es gibt Dinge, die nicht funktionieren, also in dem Moment, wo es um meine Familie gehen würde oder um die Menschen, die mir am nächsten stehen, so, ne, wo ich merke, da ist echt jemand, der versucht richtig so schlechten Vibe zu produzieren und also in dem Moment, wenn jemand jetzt irgendwas anfängt über meine Familie zu reden, so, weißt du, oder über meine Geschwister oder über meine Frau oder meinen Sohn mir was erzählen wollen würde, so, ne, da würde ich sagen, halt die Fresse, so, weißt du, das hat dich nicht zu interessieren, hat nichts mit dir zu tun, das ist mein Leben, so. Und ja, es gab auch schon Freundschaften, die ich auch aufgrund dessen irgendwie dann auch beendet habe, weil ich gesagt habe, ey, es macht keinen Sinn, so, ne? Ich will mir so einen Müll nicht anhören von irgendwem, so, ne? Wer ist der, so, dass er mir irgendwas erzählt. Gibt's im Rap eigentlich Freundschaften? Seid ihr Freunde? Wie würdet ihr euch bezeichnen oder eure Beziehung? Also gibt es das oder sind das alles Na klar, kann's das geben. geschäftlich? Ja?
Ich finde, es gibt verschiedene Freundschaften im Leben. Es gibt Freundschaften anhand dessen, man ist zusammen aufgewachsen und man kann sich gar nicht sauer sein oder böse sein. Und dann gibt es Freundschaften, die basieren voll auf Respekt, auf Akzeptanz, weil wenn man sich kennenlernt, man respektiert, was der andere macht, man respektiert seine Zeiten, man respektiert, dass er nicht so viel Zeit hat, aber deswegen passt das dann umso besser. Savas hat nicht so viel Zeit, ich habe nicht so viel Zeit. Wenn irgendwas ist, dann schreiben wir uns trotzdem. Und das ist auch eine große Freundschaft, finde ich, in der heutigen Zeit, wenn man viel zu tun hat und sich gegenseitig respektiert. Also zum Beispiel, wenn wir hatten auch schon mal die Situation, Wassim hat mir was geschickt und meinte, ey Dicker, wenn du das posten möchtest, wäre cool, aber ich kann auch voll verstehen, wenn es nicht dein Ding ist, wenn das nicht dein Sound und dein Geschmack ist, bitte denk nicht, dass irgendwas so, und dann poste ich das natürlich, so, weißt du, oder ich kann ihm ehrlich sagen, ja Dicker, das ist gar nicht mein Ding, genauso gut könnte er auch bei mir sagen, also wie gesagt, Posting, ich meine, das ist eh nur ein Posting, das hat keine Bedeutung, aber es gibt paar Menschen im Rap-Geschehen, wo ich sage, da ist einfach das Menschliche so im Vordergrund, dass ich gar nicht jetzt darüber nachdenke, weißt du, also wenn Boogie mich anruft oder was von mir will, dann gucke ich, wie meine Zeit ist und wenn ich das umsetzen kann, mache ich das. Wenn Wassim was von mir will, mache ich das so, ne? Und also da gibt es so 5, 6 Personen bestimmt, so die ich dazu zähle, wo ich sage, das sind einfach so korrekte Menschen, so da mache ich das vom Herzen gerne. Seid ihr beide schon seit Jahren auch Geschäftsmänner, seid in so einer Chefposition, könnt Entscheidungen treffen, habt Verantwortung für andere Menschen. War das eine Option, als ihr Jugendliche wart, als ihr Kinder wart? Habt ihr das als eine Realität empfunden, die möglich ist für euch? Oder kam das alles aus dem Nichts? Ich nie. Also ich selbst wusste, dass ich irgendwann irgendwas mache, womit ich meine Miete zahle. Das wusste ich. Ich wusste, also mir war klar, ich werde nicht irgendwo broke unter einer Brücke schlafen. So. Das ist so meine Einstellung. Also irgendwie habe ich mich immer durchgehasselt. Und dass es dann mit Rap funktioniert hat damals, war finanziell auch gleich ein großer Schwung in meinem Leben. Aber dann gab es ganz viele Up and Downs, weil du irgendwie... ich musste von Rap leben, ohne dabei zu beachten, dass es noch andere Sachen gibt. Du hast ja auch gleich deine ganze Familie mitgenommen, ne? Das ist ja eine ganz andere Verantwortung, ich habe meine Familie mitgebracht, ich habe ganz andere Verantwortung gehabt. So. Und habe auch sehr viele Probleme gehabt. Und durch diese Probleme hinweg konnte ich mich gar nicht mehr fokussieren auf diesen Typus Massiv, den ich eigentlich auch erschaffen habe. So. Das große Monster, den du eigentlich 10 Kugeln reinbängen kannst und immer wieder aufsteht, das habe ich irgendwie komplett vergessen auf dem Weg nach oben. Und dadurch, was waren das für Probleme? war Berlin. Nicht akzeptiert worden oder einfach generell erstmal klarkommen? Ja, also der Start meiner Karriere ist ja nicht gebetet von Akzeptanz. Also ich bin nach Wedding gekommen, musste mich da wirklich durchboxen, durchschlagen. Und danach ging es halt ab hier in Berlin. Und heutzutage machst du halt Rap, machst du Straßenrap. Und dann hast du gleich deine Community, gehst auf Tour ohne Probleme, ohne Problematiken, ohne Kopfschmerzen. Das ist jetzt ein bisschen angenommener geworden. Aber damals musstest du dich beweisen. Die Leute wollten dich testen. Und das waren viele Kopfschmerzen, die ich hatte, wo ich mich dann nicht mehr auf meine eigene Kunst konzentrieren konnte. Und ich bin schon ein bisschen eifersüchtig auf diese Künstler von heute, die diese Kopfschmerzen nicht haben und hoffentlich niemals haben werden. So. Aber damals musstest du dafür bluten. Sozusagen musste ich dafür bluten, dass heute Leute super leben können von Spotify, weil wir den Weg auch geebnet haben. So. Also wir haben viel dafür getan. So. Und zurück auf deine Frage zu kommen, so, die ich jetzt komplett vergessen habe. Die Frage war, ihr seid ja jetzt beide in Chefposition, ob das für euch eine Option war, ob das wirklich greifbar war, als ihr noch jung wart. Ob du das für dich, du meintest ja, du wusstest, du wirst nie broke in der Brücke sein, aber jetzt in der Position, wo du heute bist, mit irgendwie... Dafür bin ich krass dankbar. Ich mache momentan 100 Sachen und abseits auch von der Musik. Und das hätte ich damals nicht gedacht auf diesem Level, niemals. Und du auch nicht, meintest du eben, ne? Für mich war es gar keine Option. In meiner Familie war Geld gar kein Thema so, ne? Wir hatten überhaupt kein Geld. In der Zeit in der Türkei waren wir einfach super broke so. Ich habe die Zeile, du hast nur ein Ei, wie und ich Hilde und in der Türkei so, ne? Also meine Mutter und ich, wir haben, wenn wir uns mal ein Ei gegönnt haben oder wenn meine Eltern ein Ei gekauft haben, meine Mutter und ich uns das geteilt, so, weißt du, das war so das war, keine Ahnung, alle 2 Monate mal. Und ich wollte Nutella haben und sie hat mir so eine Packung, so Schokopasta hieß es in der Türkei, so wie aus so einer kleinen Zahnpasta-Tube.
das habe ich einmal im Jahr bekommen, so, ne? Also es war einfach, wir haben wirklich ziemlich broke gelebt und deswegen, niemand in unserer Familie hatte Geld und niemand hat darüber gesprochen. Das war auch nie so eine Option und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass Geld einen glücklich machen kann, so, ne? Jetzt natürlich weiß ich, dass Geld einem auch Freiheit bescheren kann, dass Geld natürlich auch sinnvoll ist, so für einen selbst, ne? In so einem System ist es ein Schlüssel, so, weißt du, der einige Türen aufmachen kann. Ich lebe nicht für die Kohle, aber das Business ist schon für mich ein viel wichtigerer Faktor als früher, so, ne? Und bei mir war es so ähnlich, dass ich auch nur erstmal von mir selbst und von meinem Rap gelebt habe und dann natürlich auch Sachen finden musste, so, weißt du, was kannst du parallel machen, so, ne? Und 90% der Sachen funktionieren auch nicht, aber die 10%, die dann funktionieren, dann ist man dann auch glücklich darüber, so, und sagt sich, ey, jetzt habe ich irgendwas für meine Familie, für meine Kinder, irgendwas aufgebaut, wovon die jetzt auch irgendwie was haben können später. Glaubt ihr, dass Leute, die so einen Struggle hatten, so wie ihr auch und viele ja im Rap-Business, dass die einfach einen anderen Drive haben, dass die vielleicht auch die besseren Rapper sind und dann sich eher durchsetzen, weil sie einfach diesen Hunger kennen? Oder spielt das heutzutage eigentlich keine Rolle mehr? Also ich glaube schon, dass es schwieriger ist, jemanden, der da durchgegangen ist, wegzukriegen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt ein Künstler bist, dem alles zugeflogen kommt und du machst einen Monat lang Mucke und das Ding geht durch die Decke, aber wenn dann mal der Dämpfer kommt und der kommt bei jedem nach dem Hype, so, es kommt immer Hype und dann kommt eine Kurve nach unten, so, und das ist bei allem so und bei fast jedem Business ist es auch so, dann das ist die Frage, ob du diese Durststrecke so oder dieses Runtergehen, ob du damit klarkommst, so, weißt du. Ich war an einem Punkt, wo ich irgendwie, keine Ahnung, am Anfang super gehypt war, wo ich hätte auf die Platte furzen können und das hätte sich gut verkauft. Zu einem Punkt, wo ich wirklich hart, weißt du, richtig Action machen musste und so, weißt du, dann bist du einen Tag vor ein paar tausend Leuten und dann spielst du vielleicht 6 Monate später oder 1, 2 Jahre später vor 400 Leuten so. Und damit musst du klarkommen und da muss auch dein Ego klarkommen und ich denke, solange du deinen eigenen Wert nicht daran festmachst, dass du sagst, das bin ich wert, so, ne? Ich bin die Akzeptanz der Menschen nur wert, dann kann ich das nicht wegkriegen. Also ich glaube, dass man so Menschen wie uns jetzt so wahrscheinlich nicht durch einen Rückschlag irgendwie von der Bildfläche kriegen könnte. Ihr seid ja Vorbilder für ganz viele junge Leute, ne? Die gucken euch an, sehen, ey, guck mal, die haben es geschafft, so, die kommen aus ähnlichen Verhältnissen wie ich, die sind jetzt in diesem Chefsessel, fahren die dicken Autos, haben die Kohle, wohnen in ihren dicken Häusern. Aber die sehen halt wahrscheinlich nur die positiven Aspekte. Wenn ein junger Fan auf dich zukommt und fragt, hey, welchen Rat kannst du mir geben? Und wenn er auch wirklich die ganze Wahrheit hören möchte, was sind so die Schattenseiten des Erfolgs und auch des Chefseins, die du ihm zeigen würdest? Also ich würde jeden Jugendlichen auf jeden Fall mitgeben, dass er sich genau überlegen soll, was er sich aufbauen will, was sein Werdegang sein soll. Und anhand dessen soll er sich wirklich eine Struktur aufbauen und diesen Weg auch gehen, ohne zweideutig zu denken. Man muss wirklich an eine Sache glauben und dafür arbeiten. Die meisten Leute, die mir heutzutage was vorrappen oder Rapper werden wollen, sind doch eigentlich die, wo denken, dass sie nach oben müssen. Aber die sind nicht bereit dafür, sich nach oben zu kämpfen, zu hustlen. Die sind da, wenn der Tisch gedeckt ist. Aber was ist, wenn er nicht gedeckt ist? Bist du bereit, auch mit mir zu lachen, wenn er nicht gedeckt ist, wenn es nicht läuft? Weil ich bin da, um dich dann auch noch immer zu motivieren und dich zu begleiten. Aber diese Menschen zu finden, die talentiert sind, einen krassen Output haben, einen geilen Charakter haben und visuell geil vermarktbar sind, die musst du erstmal davon überzeugen, dass es erstmal bei Null losgeht und er sich das alles selbst erarbeiten muss. Und du musst ihm auch erklären, auf dem Weg nach oben wird eigentlich mehr gehungert als gegessen. Mhm. Und wenn er das verstanden hat... Kannst du es mal erklären, was meinst du damit? Man muss ready sein, man muss einfach ready sein, alles beiseite zu legen. Diese ganzen Autos, Uhren, Villen und was weiß ich, was man durch Rap erreichen kann oder anhand von Musik, das muss komplett außen vor sein, weil es geht um deine Kunst. Deine Kunst bezahlt dir nicht nur heute die Miete, sondern auch morgen. Umso mehr Kraft du in deine Kunst reinlegst, umso länger kannst du deine Miete zahlen. Und alles andere steht dann geschrieben. Weil du kannst der beste Rapper der Welt sein, aber es kann einer kommen, der noch nicht mal die Hälfte deines Talentes besitzt, aber 10 Villen mehr hat als du. Weil es gibt einfach so viel verschiedene Wege, die man gehen kann. So. Aber letztendlich, alles, was dir bleibt, ist deine eigene Kunst. Deswegen musst du alles beiseite legen. Auf dem Weg nach oben geht es nur um deine Kunst. Weil das lässt dich dann nicht so tief fallen, wenn es mal nach unten geht. Du meintest ja eben, dass so
90% der Dinge, die du dann machst, abseits von Rap, gehen dann schief, aber die 10%, die klappen, sind halt cool. Ich kann mir halt vorstellen, dass je erfolgreicher man wird, das meinst du wahrscheinlich auch ein bisschen mit diesem auf dem Weg nach oben, kommen wahrscheinlich immer mehr Menschen auch dazu, die dann sehen, ach guck mal, bei ihm läuft gerade, dem schlage ich jetzt mal was vor. Wurdet ihr mal so richtig krass verarscht, businessmäßig? Also so, dass ihr auch menschlich enttäuscht wart und dachtet so, ey krass, ich bin sehr misstrauisch. Mich haben die nie geschafft, richtig zu verarschen, weil ich super misstrauisch bin. Aber ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich jemanden zu nah an mich freundschaftlich gelassen habe, so, ne, oder menschlich, dann ist die Verarschung dann noch krasser im Nachhinein. Also ich finde, man sagt mir immer, zum Beispiel, wir haben einen gemeinsamen Freund, unser Makler, der uns beiden was verkauft hat. Der meinte mal zu mir einen Satz, der hat gesagt, du vermutest hinter jedem Busch einen Räuber. Und der hat es voll auf den Punkt gebracht. Also ich bin leider Gottes, ich appelliere eigentlich ans Positive und sage, denke immer positiv, aber leider Gottes, ich bin gar nicht so ein Woher Optimist. kommt das bei dir? Weiß ich nicht, wahrscheinlich mal aus der Kindheit irgendwas, ne, ein Traumata. Und ich gehe schon tendenziell erstmal bei den meisten Leuten davon aus, dass sie so, der hat so gar nicht zu krass, aber dieser Gedanke ist trotzdem immer da und das hat mich oft davor geschützt. Ne? Ich hatte schon Leute, die einfach Deals, weißt du, wo wir einen Deal gemacht haben und den zweiten Deal hat er dann so gemacht, dass er einfach dreifach provisioniert hat, so, ne? auf allen Ecken und Kanten, und wo ich dann am Ende gemerkt habe, Digga, der verdient ja sogar an der Nummer noch mal die Hälfte mehr als ich, also das ist ja total verrückt und der dealt das Ding nur so, ne? Und dann habe ich mich auch schon verarscht gefühlt, aber ich finde sowas nicht mehr dramatisch, so. Wenn es wirklich sehr nah an einem, sehr nah am Herzen ist, ne? Wenn jetzt einer der Jungs, mit denen ich arbeite, wenn ich merken würde, die haben echt was Ekelhaftes abgezogen, das würde mich schon treffen, aber prinzipiell, also ich meine, so, man muss einfach, solange gesunde Vorsicht ist immer okay, Alter. Okay, aber emotional wurdest du nie richtig enttäuscht von Doch, schon enttäuscht, also, natürlich von Musikern auf jeden Fall. Aber 30 Jahre Karriere. so, lässt Digga, sich nicht vermeiden, ne? Die kommen und gehen so. Am Anfang hat es noch richtig so geschmerzt, so, ne? Und Also ich will jetzt gar nicht wieder alte Sachen ist ja aufwärmen, so, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Aber doch, bei ja. Echo, war das menschlich mehr als das andere? Natürlich, musikalisch war mir das scheißegal, selbst wenn wir nie wieder Mucke gemacht hätten, war ja auch dann so, aber das war natürlich, menschlich war das Problem, aber bei der Sache habe ich selber auch, weißt du, ich habe meinen Anteil dazu beigetragen, ich habe auch zu der Situation beigetragen, aber es gab dann Sachen, die noch nicht so lange her sind, die ein paar Jahre zurückliegen, wo ich mir denke, das ist schon krass, so, ne? Nach den Gesprächen, die wir hatten als zwei erwachsene Männer, so, ne? Nach den Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Und ich verlange auch keine blinde Loyalität, ne? Jeder steht sich vielleicht auch selbst am nächsten, aber dann was einfach. War konkret? Was? Ja, das kann ich jetzt. Okay, ist da ging es einfach um Business-Geschichten, wo ich dachte, okay, das irritiert mich jetzt. Das hat mich wirklich verwundert, das hat mich auch irritiert. Und wo ich gemerkt habe, wow, da hat mich jemand wirklich ein Jahr lang fast so zum Narren gehalten, so, ne? Hat hinter meinem Rücken, so, weißt du, wir waren in einer Business-Beziehung und hat hinter meinem Rücken sein neues Business angecheckt, so, ne? Und es ging gar nicht darum, dass er gesagt hat, ich krieg woanders ein besseres Angebot, sondern er hat mir nicht mal die Möglichkeit gegeben, dieses Angebot zu matchen. Das hat mich am stärksten getroffen, da ich gesagt habe, du willst das gar nicht mehr mit mir machen, so, ne? Obwohl wir diesen Weg bis dahin, hast bei Null angefangen, wir sind diesen Weg zusammengegangen und ich wünsche mir doch, dass du dir eine Wohnung kaufen kannst, ein Haus, ein Auto und so weiter. Aber du willst diesen Weg gar nicht mit mir gehen, sondern du willst um jeden Preis eigentlich woanders hin. Deswegen hintergehst du mich quasi. Das hat mich enttäuscht, aber scheiß drauf, Alter. Kennst du das auch, diese Erfahrung? Also richtig menschlich auch enttäuscht einfach von Partnern? Also ich wurde oft enttäuscht, Ja. aber das sind halt Sachen, die haben nichts mit der Kunst zu tun. Das passiert im Background, das passiert in deinem Umfeld. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich eventuell auch Angst davor habe, enttäuscht zu werden. Weil du einfach ein Level Ich an habe jetzt Erfolg gerade erreicht viele hast. Künstler, Ja. für die ich ein großer Bruder bin. Ich bin behilflich, ich bin Motivator. Ich bin einer, der sich wirklich um viele Dinge kümmert, wo die vielleicht aber auch denken so, okay, aber woanders läuft es gerade besser. Das sind viele Dinge, die lassen mich nachts auch wach bleiben, weil ich einer bin, der seinen Jungs auch alles gönnt, alles am liebsten geben will. Aber ich will auch führen, indem ich erkläre, wir fangen alle mit einem leeren Tisch an. Und ich bin der Letzte, der euch nicht gönnt, mehr zu haben als andere und mehr zu haben als ich. Also ich stehe nicht nur hinter meinen Künstlern, sondern auch vor meinen Künstlern. Und ich habe natürlich Angst, dass das irgendwann dann mal mir passiert, weil mein Herz steckt da in jedem Detail. Meine Zeit, meine Energie. Und das ist ja auch etwas, was du dir gerade, was du erschaffst. Aber ohne diese Puzzleteile ist das alles gar nicht möglich. Deswegen bin ich auch meinen Künstlern sehr dankbar,
dass sie sich für mich entschieden haben. Aber genauso fährst du ein großes Risiko, dass so ein Kartenhaus irgendwann zerfällt, weil einer sich vielleicht nicht so wertgeschätzt fühlt wie der andere. Und deswegen musst du immer super handeln, du musst gut handeln, du musst fair zu jedem sein und du musst immer für jeden da sein. Und alles andere steht so und so geschrieben. Aber auf das Thema zurückzukommen, so, es kann sein, dass mir genau solche Sachen noch bevorstehen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film, nächste Szene. Gerne. Den kennt ihr beide, bin ich mir sicher. Die Nummer 1 für Hip-Hop. Hier ist euer Mann von Boogaloo mit den letzten News aus der Szene. Mann, ich habe hier was brandneues von meinem Kumpel DJ, direkt aus dem Norden. Also spitzt die Ohren da draußen, Freunde. Ich habe gehört, dass mein Kumpel DJ, du musst mir mal erzählen, ob das stimmt. Hast du Skinny Black eine reingehauen? Hast du das gemacht, Mann? Sag mir Bescheid. Hier ist Boogaloo 7,1, brandneu und nur hier. Hey, Mann, das ist von mir. Den Beat hab ich gemacht. Also, wenn's dir nichts ausmacht. Nola und ich würden gerne über deinen Terminplan mit dir sprechen. Da gibt's einiges zu klären. Hat Oscar bekommen, der Song. Kennst du den? Hustle and Flow, Hustle and Flow, genau. Also die Szene, da musst du dir gar nicht erklären, ne? Er hustelt halt lange rum, finally, seinen Song im Radio. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du das erste Mal einen Track von dir im Radio gehört hast? Wann war das? Das war, ich schätze, zu beste Tagzeiten. Ja? LMS war nicht? Nee. Um Gottes Willen. Also eine jugendfreie Version? Jugendfrau. Nee. Also damals war es ja mehr, die Videos waren mehr das Thema als Songs im Radio. Ne? Also bis Rap im Radio lief, da hattest du Tobi und Bo, Fettes Brot, Beginner vielleicht noch und Deichkind. So, die haben es ins Radio geschafft, aber das war's schon. Selbst Sammy wurde nicht wirklich im Radio gespielt, erst glaube ich mit Grüne Brille oder so. Ich erinnere mich halt so, erste Mal so, glaube ich, bei Fat MTV, so, weißt du, dass das Video lief. Das war schon cool. So, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so lange gerappt, dass es mich nicht mehr, es war jetzt kein überkrasser Film mehr. Also alle großen Ereignisse, vermeintlich großen Ereignisse, habe ich gar nicht als so groß empfunden, weil halt der Hustle dorthin einfach so krass war, dass es dann jetzt nicht so mit einem Mal, sondern es war halt immer so ein kleines Stückchen, so, weißt du, so. Also du warst schon ein gestandener Rapper in der Szene, nur Radio hat quasi noch gefehlt, weil genau, generell. Zum Beispiel. Wolltest du denn, also hat dich das genervt, dass du nicht im Radio läufst am Anfang? Nö, das war mir relativ egal. Für mich war am Anfang oder lange Zeit immer nur wichtig, dass ich innerhalb der Szene einfach meinen Respekt kriege und meine Akzeptanz. Ich wollte einfach, dass Leute sagen, er ist der beste Rapper, das war alles. Okay. Du bist ja ein paar Jahre später reingekommen. Also ich muss da noch mal ausholen. Ja, gerne, also gerne. Für uns war in Pirmasens LMS gefühlt ein Welthit. Also, da hat keiner auf Radio oder Fernsehen geachtet. Das war Kannst du den Text noch? Hä? Kannst du den Text noch? Ja, ist nicht jugendfrei. Ja, aber für uns war das so das Null-Plus-Ultra so. Und das ist, glaube ich, mehr wert, als da irgendwo im Radio zu laufen, weil das ist zeitlos. Weil so im Radio, du bist ja heute wieder drin, nächste Woche wieder drin, aber wenn du so ein Ding hast, dann hast du ein Brett abgeliefert. So. Aber als du hast ja diesen riesigen Major-Deal da unterschrieben, der ja wirklich durch die Decke gegangen ist. 250.000 war... Ja, damals war das... Jetzt ist das... Aber damals der Wahnsinn. War es 2006 wenn ich jetzt diese 2005? Summen höre, was jetzt abgeht, also wo ich mir dann denke, und deswegen haben damals alle Araber bei mir geklingelt. Echt? Da war ich auf einmal das war wahnsinnig viel. Der wertvollste MVP in Berlin. Und aber da ist doch bestimmt Pressure da gewesen vom Label, oder? Die geben ja nicht 250.000, damit du in der Szene beliebt bist, sondern die wollen doch wahrscheinlich hier 250.000 laufen am Radio und im Fernsehen. Ja, war geplant, war auch alles geplant und so, aber da hast du aber auch gemerkt, dass das Rap damals, straßenbezogener Rap, noch nicht so weit war. Da war zum Beispiel mein Kollege Bushido viel weiter, weil er halt eine ganz andere
eine Bass hatte, der war voll akzeptiert unter dem deutschen Volke und so. Und ich kam dann halt so mit dieser arabischen Welle, mit diesem Orient-Express-Party-Dings und mit Pali-Tuch und so. Das war dann schon ein bisschen, ist das Al-Qaida oder Al-Masiva? Also man konnte gar nicht mehr unterscheiden, ob das radikal ist. Und das war schon von der Atmosphäre her auch sehr brachial. Also fürs Radio hätte ich dir auch gesagt, so ist das nix. So, ein Wunsch, ein Traum, natürlich. Aber in Deutschland gibt es ja auch nicht so viele Radioslots für Rapper, außer vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn Sido an seinem Album arbeitet oder Savas mit Kombination kommt. Und dann ist ja auch, wenn es um Rap geht, Rap. Alles andere, was im Radio stattfindet, ist nicht die Kategorie Savas oder Sido. So, und ich gebe mich damit zufrieden, ist ja schön. Habt ihr denn, wenn ihr im Studio seid und an Liedern arbeitet, also heutzutage auch, denkt ihr Radio da mit? Ist das irgendeine Option für euch, dass ihr sagt, dieser Track ist auf jeden Fall für die Szene, dieser Track ist fürs Radio? Also da muss ich jetzt auch was dazu sagen. Savas ist momentan verflucht, wenn er ins Studio geht. Ich glaube, der denkt jetzt gerade an alle mit. Okay. Wieso? Was ist da los? Nee, aber die Songs hören sich so an, die könnten eigentlich jetzt überall laufen. Die letzte Single zum Beispiel. Ist natürlich so, wenn du auch, es geht, ja, es ist ja auch schön, ne, wenn das so, weil du merkst, das zieht auch alles mit und das ist auch nochmal eine neue Art von Promotion. Ne? Und ich meine, ich hatte jetzt die letzten Sachen, dieser Deine Mutter-Song, der lief auch im Radio gut, denn der Song mit Ray lief im Radio gut. Und ich merke ja auch natürlich, dass es alles andere dann so, weißt du, hochzieht, den ganzen Katalog mit hochzieht und das ist halt das, was man früher in Promotion gesteckt hat, steckst du jetzt vielleicht auch mal in eine Single, wo du sagst, okay, da kann ich auch über die Grenzen hinaus der Leute, die ich sonst auch erreiche, kann ich jetzt einfach auch noch mal ein paar Leute darauf aufmerksam machen. Also schon bewusst dann auch, dass man sagt... Natürlich, also jetzt zum Beispiel meine aktuelle Single, die ich als nächstes bringe, so, da habe ich natürlich auch schon geguckt. So, ne? Und also für mich ist klar, wenn ich jetzt 5-mal Ficken Fotze irgendwas sage, dann läuft das Ding nicht im Radio, so, weißt, dann wird 1Live sagen, sorry, das können wir nicht spielen. So, ne? Also wäre ich ja dann blöde, wenn ich das dann jetzt absichtlich einbaue, nur um es eingebaut zu haben. In dem Moment, wo ich denke, das muss in den Text rein, dann baue ich das auch ein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig Kompromisse mache oder so. Aber natürlich, wenn ich merke, da ist irgendwas thematisch, was funktioniert so, dann ist es natürlich auch in meinem Interesse, dass es die größtmögliche Aufmerksamkeit kriegt. So, ich wäre ja dumm sonst. Ne? Also es funktioniert ja. Man hat ja gesehen, dass es klappt, ohne dass man sich ja jetzt komplett verbiegen muss. Man kann seine Mucke machen und es kann trotzdem funktionieren. Und dann ist es schön, wenn man das mitnimmt. Ist man dann überhaupt noch überrascht, wenn ein Song durch die Decke geht? Oder weiß man eigentlich im Studio schon, nee, das ist der Shit, das wird auf jeden Fall... Bei diesem Deine Mutter wusste ich zum Beispiel nicht. Das war, ich glaube, sogar meine erste Solo-Gold-Single. Und ich habe damit gar nicht gerechnet. Also alle, denen ich es vorgespielt habe, die haben gesagt, das ist eine Single und das ist der Song. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Gibt es häufiger, dass andere sagen, yep, das ist die Single und du eher skeptisch? Ab und zu kommt es vielleicht vor, ja, aber man steckt nie drin. Man kann das nie wissen. Ich glaube, mein Geschmack ist einfach zu kompliziert. Ich achte auf so bestimmte Sachen. Ich glaube, wenn ich alles so 50% einfacher machen würde, würde es für mich auch einfacher laufen. Also ich glaube einfach, das ist... Und Wassim hat da auch sehr seinen eigenen Kopf, ne? Der hat auch schon immer seine eigenen Worte benutzt, seine eigenen Sachen, so, weißt du. Wäre er viel plumper noch mal gewesen und hätte einfach das noch mal so wie alle gemacht, so wäre es für ihn auch einfacher gewesen. Ich glaube, wir sind da jeder auf uns in unserem Bereich so, weißt du, gewissermaßen zu sehr auch an unsere eigene Kreativität so verliebt, so. Ist bei dir ein Ding, das dich überrascht hat von deinen Songs, von deinen Singles, wo du nicht erwartet hättest, dass sie so groß werden, wie sie geworden sind? Gute Frage. Ein Ghetto-Lied, da habe ich gefühlt, da ist was, da muss ich jetzt all in gehen, alles verkaufen, alles ins Video reinstecken. Danach ging es dann Schlag auf Schlag, dass ich so ein Gefühl dafür hatte, so, okay, das ist eher ein Hymnensong, der ist groß, den kann ich auch groß vermarkten. Aber abseits von Radio oder Fernsehen, das ist eine ganz eigene Community. Und da weiß man schon, was gut ankommt, was vielleicht nicht so gut ankommt. Und Tipps von meinem Umfeld oder Freunde ist eher rar. Weil du nicht willst, oder nee, weil die eine Hälfte so alles feiert.
Okay. Und die andere Hälfte jetzt auch nicht speziell Musikprofi ist. Also so, da bin ich schon so eher mein eigener Rach, der Restauranttester. Aber oft sind die Nicht-Musikprofis, sind deren Tipps theoretisch sogar besser. Weil die das mit dem Ohr der Person hören, die wirklich draußen sitzt und einfach einmal dieses Lied hört und eigentlich so, weißt du. Also wenn meine Mutter mir sagen würde, ich verstehe da kein Wort, dann weiß ich, ein normaler Mensch wird da kein Wort verstehen. Ich finde es ein bisschen interessant, weil das Radio gefühlt immer unwichtiger wird. So. Die Leute brauchen das nicht mehr. Wir haben irgendwie Streaming-Plattformen, wir haben das Internet. Jeder, der irgendwie Bock auf Mucke hat, kann Mucke machen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, Rap klang noch nie so sehr nach Radio. Also seht ihr das auch, dieses Paradoxon irgendwie, dass man das Radio nicht braucht, aber immer mehr Radio-Rap-Singles auf den Markt kommen? Ich finde, dass trotzdem Radio das High-End-Level ist. Weil es gibt ja keinen Bereich im Musikmarkt, wo so gestreuter ist wie Radio. In Gebieten, wo du es gar nicht mitbekommst, dass gerade dein Song läuft und überall eine gewisse Reichweite aufgebaut wird. Und dieses Fundament gibt dir nur das Radio, wenn du wirklich Slots bekommst. So. Und das, was wir jetzt haben, ist natürlich auch super über die ganzen Streaming-Kanäle und so. Aber man darf nicht vergessen, das Eigentliche bei Musikern, das High-End-Level ist ja Radio. Eigentlich. Also wenn man die Chance dafür hat, radiotaugliche Musik machen zu können und angenommen wird, dann ist es das höchste der Gefühle. Aber ich habe das Gefühl, dass bei dir zum Beispiel zu deiner Zeit oder auch damals, als du reingekommen bist, dass es ja eher cool war, wenn man gesagt hat, ey, Radio brauche ich nicht, das ist Mainstream, das muss jetzt nicht sein. Und heute ist es eher angesagt, wenn wir wurden ja gar nicht akzeptiert. Heute damals. hat man 25 Nummer-1-Singles als Rapper und das ist der ja, das hat sich, ja, die Akzeptanz auch für Erfolg hat sich natürlich auch verändert. So, ne? Und es ist halt, und du sagst, es klingt jetzt radiomäßiger, es ist halt irgendwie, es ist so ein bisschen näher dran an dem, was normale Leute auch hören, die nicht Rap hören, so, ne? Weil sich Rap an sich, es ist ja jetzt, so, weißt du, man gliedert das ja jetzt auch mehr, weißt du, wir haben vorhin darüber geredet, die wenigsten rappen noch einen Part, so, ne? Sondern es ist halt eigentlich mehr, es sind Gesangsmelodien und jetzt sind die sogenannten Rapper sind oftmals mehr auf der Suche nach, ey, welche Melodie, weißt du, kann ich finden oder so, weißt du, das ist, es geht jetzt gar nicht mehr um einen Vergleich oder um einen Rhyme oder so. Und da spaltet sich das alles so ein bisschen. Das meinst du letztens auch in einem Interview, ne? Dass man eigentlich früher immer so gehypt war auf den 16er, der dann kommt. So. Also, ja, also ich spreche nur von mir. Also ich spreche auch nicht alles schlecht, was momentan ist. Aber damals war es halt so, dass du in einem 16-Takter immer ein, zwei große Breaker drin hattest, wo du gesagt hast, boah, hat er das gerade gesagt? Wie hat er das nochmal gemeint? So, und das gibt's halt momentan gar nicht mehr. Du hast halt eigentlich, der 16er ist eigentlich gefreestylt. Also ich will jetzt auch nicht despektierlich werden, was da gerade abgeht. Also in den meisten Fällen sogar 8-Takter, da wird ein bisschen rumgesummt, dann kommt die Hook. Und die Hook ist der eigentliche Höhepunkt momentan. Und es hat sich halt komplett verändert. Und ich denke, dass es wieder in diese Richtung gehen sollte, dass mehr auf Inhalt geachtet wird, dass man auch mal etwas hat, wo dich mit auf eine Reise mitnimmt oder einen Vergleich hat, wo du sagst so, boah, das ist ja wirklich ein Künstler, der hat mich gerade böse drangenommen. Hat er das wirklich gerade gesagt? In diese Richtung muss es auf jeden Fall wieder gehen. Aber ihr meint beide ja, ihr seid cool damit, dass es das gibt, so? Ist jetzt kein... Ich höre es ja selbst. Ja. Ich sage aber, die Masse geht gerade in eine Richtung, wo eigentlich qualitativ voll verkehrt ist, weil die Kunst geht verloren. Ist es denn leichter, dann heute bekannt zu werden als Rapper? Weil man auf der einen Seite hat man diese technischen Möglichkeiten, relativ schnell an die breite Masse zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es so unglaublich viele, weil jeder jetzt das Gefühl hat... Bekannt werden vielleicht, aber etablieren, richtig etablieren glaube ich nicht. Also du kannst ja einen Comedy-Song machen. Es gibt ja auch YouTuber, die aus Spaß angefangen haben zu rappen und auf einmal sagen, oh krass, das hat ja funktioniert. Ich habe 17 Millionen Klicks auf irgendeinen Blödsinn, den ich da gefreestylt habe, so, ne? Du kannst ganz schnell bekannt werden, das ist dann diese Group-Techern-Phänomen, so, weißt du. Und nein, das ist ja auch jetzt nicht so krass weit weg von dem, was jetzt produziert wird im Moment, teilweise, so, weißt du. Aber dann ist ja die Frage, wie viele Jahre funktioniert das? Also ich glaube schon, dass 95-98% der Sachen, die jetzt in den letzten Jahren funktioniert haben, vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr so am Start sind. Aber ich denke auch, dass die Künstler gar nicht mehr so viel Bock drauf haben, das so lange zu machen. Die meisten sagen ja auch, zum Beispiel, ich habe immer zu hören bekommen, als ich 30 wurde, hieß es, ja, du bist schon 30. Gab es auch immer wieder mal Disses hier und da, ja, so, hör jetzt auf. Jetzt sind die Leute, die das selber gesagt haben, auch schon 30, aber die rappen immer noch. Daher denke ich mir auch, dann hört ihr doch auf, weil ihr habt mir doch gesagt, ich soll aufhören. So, ne? Ich denke, die meisten wollen eigentlich nur noch 2 bis 5 Jahre ernten und dann einfach vielleicht im besten Fall was anderes machen. Ich glaube nicht, dass die jetzt wild darauf sind, 20 Jahre jetzt Blut, Schweiß und Tränen in Rap zu stecken. Dafür ist es den meisten einfach auch zu unwichtig.
Worauf achtet ihr denn, wenn ihr selber für euer Label Künstler signed? Also was für Charakterzüge muss dieser Mensch haben? Ist ja auch schwer, das im ersten Treffen irgendwie gleich zu sehen und zu entdecken. Aber was muss das für ein Mensch sein? Also ist es wichtiger, dass er ein geiler Rapper ist? Oder ist es wichtiger, dass er erstmal reinkommt und du das Gefühl hast, ey, das ist ein cooler Typ, das ist ein guter Mann? Das muss ich ein bisschen weiter ausholen, Bro. Ja, gerne. Gute Rapper gibt's momentan, wenn du bei Instagram runterscrollst, jeder steigt aus dem Auto raus und trifft den Takt. Ist ein bisschen anders als früher. Gute Rapper gibt's viele. Aber wie kriegst du ein Instagram-Phänomen mit 3000 Kommentare, der in seinem Studio irgendwas von Bacardi rappt? Wie bekommst du den auf YouTube rübergeschaltet auf einen kompletten Song mit Hook und alles drum und dran, dass der gleichwertig als Künstler wahrgenommen wird? So. Das ist sehr, sehr schwer. Deswegen musst du auch nicht nur einen finden, der gut rappt, sondern du musst auch einen finden, der den gewissen Typus hat, der fotogen ist, der ein gewisses Charisma hat, der bereit ist, ein gewisses Image anzunehmen, das zu ihm passt, dass er das auch durchzieht. Das sind so 4, 5 Komponenten, die einer braucht. Nicht nur Rap. Rap alleine heutzutage feiere ich. Ich selbst sage dann super dope. Aber für die nächsten Schritte in diesem Mainstream-Business brauchst du eben diese ganzen Komponenten. Und die musst du irgendwie zusammenführen. Also Rap ohne Image geht quasi nicht? Nee. Geht. Okay. Natürlich aber geht das. Schwerer. Aber ich finde es schöner, wenn ein Typus etwas mitbringt. Sei es, wenn er eine Krone anhat oder einen Silberzahn. Weil somit kann ich ihn besser kategorisieren und dann weiß ich, wer das ist. Und bei Capi ist es die Gucci-Kappe und die Capri-Sonne. Also ich brauche das eben, dass er sich abhebt von der Masse. Ich brauche einen Typ. Ich brauche nicht einen, dem ich sagen muss, ey, nimm mal das Zepter in die Hand. Ich brauche einen, der das Zepter in die Hand nimmt und das Ding catcht. Aber woher weiß man bei so einem ersten, zweiten, dritten Treffen, weil du ja eben meintest, die meisten wollen noch 1, 2 Alben machen, die Kohle mitnehmen und dann am besten wieder aufhören. Woher weißt du, dass das einer ist, der wirklich die Ausdauer hat? Ich weiß das sowieso nicht. Also mir ist nur bewusst, dass der Großteil der Künstler sind Narzissten, so, ne? Die sind extrem selbstverliebt oder haben irgendwelche narzisstischen Züge, fast schon psychopathisch teilweise. Ihr auch? Ich muss mich... Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich kann es nicht. Irgendwo vielleicht, kann ich nicht beurteilen. So, ne? Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber vielleicht ist es so. Aber ich versuche mir immer die Frage zu stellen, kommst du jetzt mit dieser Person, weil die wird früher oder später, wird der dich auf jeden Fall nerven, aber kommst du damit klar? Findest du einen Weg? Und es gab viele Situationen, wo ich echt Rapper, die echt super krass fand, wo ich gesagt habe, wow, ich bewundere das Talent, wo ich gesagt habe, ich kann mit dieser Person niemals zusammenarbeiten, weil der wird mich ficken, der wird mein Gehirn zerstören, so, ne? Und der wird mich umbringen. Und das ist, ja, auch, also für mich ist zum Beispiel Bescheidenheit wichtig. Ich würde lieber jemand sein, der weniger talentiert ist, aber super bescheiden und total realistisch und der sagt, Bruder, ich gehe mit dir, zeig mir den Weg, lass uns das alles zusammen machen. Ich höre hin, wenn du was sagst und ich quatsch dir jetzt auch nicht die ganze Zeit ins Wort so. Nicht, weil ich das für mein Ego brauche, sondern weil ich denke, so können wir ganz gut arbeiten und ich weiß, so können wir viel zusammen machen. Und weißt du, wenn ich merke, da hat jemand die Fähigkeit hinzuhören und das ist ja etwas, was den Jugendlichen jetzt sowieso abhanden gekommen ist. So, ne? Also die Fähigkeit hinzuhören, das bedeutet ja die Fähigkeit, Wissen aufzusaugen und das zu verarbeiten und vielleicht das irgendwie umzusetzen. Und die meisten denken mit 14, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und die sagen sich, ey, mir gehört die Welt, fick auf alles, so, weißt du, ich mache einfach mein Ding. Und diese Nerverei kann ich mir nicht geben, so, ne? Also deswegen, ich bin nicht so gut, er hat sehr gute Künstler, ich bin nicht so gut im Künstlerfinden, aber ich probiere es jetzt wieder. Ich habe gerade eine Sängerin gesigned und die ist auf meiner nächsten Single und ich bete zu Gott, dass das klappt, Alter. Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Ihr Söhne von Schottland! Ich Dein Film, Bruder. William Wallace! William Wallace ist 2 Meter groß. Ja, habe ich gehört. Er kann Männer zu Hunderten umbringen. Und wenn er bei uns wäre, hätte er den Feind schon lange mit Feuerbällen aus seinen Augen verzehrt. Und mit Blitzschlägen aus seinem Arsch. Ich bin William Wallace. Und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der feigen Tyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Nein, es hat gegen die da? Nein, wir laufen davon und überleben. Genau. Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile.
Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag? Um einmal nur, ein einziges Mal nur wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen. Aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit! Dein Film, meinte er gerade? Damals noch ein bisschen tiefsinniger in Erinnerung. Die Rede oder Ja, die Rede war damals als Heranwachsender noch ein bisschen impulsiver. Hat dir jetzt kalt gelassen? Oder ja, nachdem ich so viele Serien geguckt habe, hat mich das ein bisschen kalt gelassen. Damals war das so voll so, alle meine Freunde weinen, jeder guckt weg. Also es ging ja darum, für die Freiheit sterben, ja oder nein, oder lieber unfrei leben. Jetzt ist ja für Freiheit für jeden irgendwie was anderes. Ne? Der eine sieht seine Freiheit bedroht, weil er im Supermarkt eine Maske tragen muss. Der andere sieht sie bedroht, weil er nicht mehr 380 auf der Autobahn fahren darf. Was ist für euch Freiheit? Ja, take your time. Du, ich? Bruder, du kannst gerne antworten. Ja, okay. Also ich habe meine Freiheit neu definiert für mich selbst. Ich glaube, wenn du realisierst, dass es dir gut geht, dass du alles hast, ohne jetzt die großen Wünsche anzupeilen. Natürlich hat man Wünsche, aber wenn du jeden Tag den Moment auskostest und dich zurücklehnst und sagst so, mir geht's gut, ich bin gesund, meiner Familie geht es gut, das ist für mich eine Art von Freiheit. In diesem Moment zu leben. Einfach zu leben und für die Familie da zu sein. Das ist für mich eine Art von Freiheit. Das ist neu definiert, meintest du für dich? Wie ja, hast weil ich das neu für mich entdeckt habe. Ja. Wie hast du es davor definiert für dich? Und was ist passiert? Vorher war für mich Freiheit, irgendwo auf die Malediven gehen und mein Handy ausmachen. Wie ist es bei dir? Ich würde das auch so unterschreiben. Aber ich glaube, für mich die wesentlichste Freiheit ist, für jeden Menschen, denke ich, der zu sein, der du sein möchtest. Also ich glaube, wenn man sich verstecken muss vor anderen Leuten so, wenn man sagen muss, ey, ich muss meine Sexualität, meinen Charakter, meine Art zu leben, meinen Glauben und so weiter, ich muss das alles verstecken, weil das wird nicht akzeptiert. Ich glaube, dann bist du immer eingesperrt. Egal wie reich du bist, egal was für geile Weiber du um dich herum hast, du wirst dann niemals glücklich sein können. So. Und deswegen, das wünsche ich jedem Menschen, so, weißt du, dass er da irgendwie ausbrechen kann und sich selber finden kann, so, weißt du. Und die Person zu sein, wenn du alleine zu Hause vorm Spiegel stehst so, ne, und wirklich dann dich nicht mehr groß belügen musst. Ich meine, das macht man ja auch oftmals. Man erzählt sich auch selber irgendeine Scheiße, was man sein könnte und was man ist und so. Aber einfach, wenn du, man spürt das, weißt du, wenn etwas authentisch ist, dann merkst du das. Und wenn du selber authentisch bist, dann merkst du das auch. Du hast jetzt gerade ganz viele Dinge angesprochen, die ja in Deutschland theoretisch rechtlich möglich sind, wie sich zur Sexualität bekennen etc. Ihr kommt beide aus Ländern, wo ihr wisst, wie es ist, wenn gewisse Freiheiten eingeschränkt sind. Habt ihr das Gefühl oder findet ihr, dass die Freiheit, die wir hier in Deutschland haben, klar, man kann immer Dinge verbessern, es ist nichts perfekt, aber findet ihr, dass es genug wertgeschätzt wird, was wir hier haben? Das finde ich auch. Also, es ist gut gemeint, aber ich finde das manchmal auch schwierig, weil das ist auch oftmals die Argumentation der neuen Rechten auch so, dieses so, ja, die Geflüchteten, die herkommen, die sollen das wertschätzen, wie frei die hier leben. Nee, sowas gar nicht gemeint. Nee, ich sage nur, weil das muss man halt nur vorsichtig sein, so, weißt du. Und für mich persönlich so, ich bin zum Beispiel super gerne in Deutschland, ich liebe Deutschland so. Aber ich bin keiner, der rumläuft mit einer Deutschlandfahne und sagt Deutschland über alles, so, weißt du, und ich bin der Überpatriot. Ich bin überhaupt kein Patriot, kein Meter. Aber ich muss die Frage noch einmal ganz kurz neu stellen. Also meine Frage ist eher gewesen, ob die Leute, die diesen Background nicht haben und das andere nicht kennen, ob ihr findet, dass die genug wertschätzen, was die hier haben und weil sie ja nicht kennen, was ihr erlebt habt. So wie die Maskendudes zum Beispiel, die sich jetzt einkacken, dass sie eine Maske tragen sollen. Zum Beispiel so ein bisschen, ne? Diktatur, weil sie eine Maske tragen. Ja, das ist halt lächerlich. Die haben keine Probleme. Also die Leute, die jetzt hier, weißt du, also es gibt natürlich Sachen, ich finde, es gibt Dinge, die soll man in Frage stellen, die kann man in Frage stellen. Man kann sagen, finde ich so ein kapitalistisches System, in dem wir leben, finde ich das in Ordnung? Möchte ich da drin leben? Möchte ich ein Teil davon sein? Aber man kann auch losgehen und versuchen, jeden Scheiß irgendwie in irgendeine komische Richtung zu schieben, so, weißt du? Und aus allem eine Verschwörungstheorie zu machen und aus jedem Kack irgendwie dann so einen Film zu schieben. Aber an sich, ich glaube, wenn wir sagen, das ist eine Demokratie, in der wir hier leben, ist das schon das Komfortabelste für einen, um klarzukommen und um sich selbst zu verwirklichen.
kleine Mädchen glauben, dass sie Arsch und Titten zeigen müssen, so, weißt du? Wenn sie das wollen, sollen sie das machen, das ist nicht mein Ding, aber die glauben, die müssen das machen, um anerkannt zu werden. Jungs glauben, die müssen eine Uhr, vielleicht dann auch eine Fake-Uhr tragen und sie als echt ausgeben, damit sie irgendjemand sind. So, die Rapper sind ja selber davon verseucht. Die kommen ja selber ohne das nicht klar. Diese Statussymbole definieren die und das ist alles, was sie haben teilweise. Man muss schon mit allen Wassern gewaschen sein, dass man sagt so, okay, ich mache jetzt nur hier meine Musik und danach gehe ich in Rente. Weil Musik oder Rap hier in Deutschland ist wirklich so, jeder nimmt sich gegenseitig auf. Jeder will den anderen in die Pfanne hauen. Jeder ist hinter dem Rücken von dem anderen ein Hurensohn. Und da bin ich komplett raus. Da habe ich gar keine Energie dafür. Ich habe auch gar keine Energie, einen zu hassen. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ein guter Satz, eine gute Aussage, ein gutes Wortspiel, etwas, was deine Gehirnzellen aktiviert, das ist in 20 Jahren noch aktuell so, ne? Eine gute Melodie auch, aber ich sag so, wenn es wirklich nur eine Aneinanderreihung von Markennamen ist, so, in 20 Jahren sind andere Marken in, dann sagen die sich, ey, das, was er da erzählt, berührt mich nicht mehr. Also ich denke wirklich Inhalt und Delivery über allem so. Von einem erwarten, loyal zu sein und dieser ganze Quatsch, den ich da bei Hip-Hop höre, ist so und so die größte Suppe, die es gibt. Macht Musik, macht eine geile Vereinbarung zusammen und zieht zusammen durch. Aber diese Loyalität, ich sterbe für dich, ich fange mir eine Kugel für dich und so, ich kann das alles gar nicht mehr.